Ihr habt mit Sicherheit von TTIP gehört, dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, das dazu führen könnte, dass wir bald, wie in Amerika auch, Klonfleisch, Chlorhühnchen und alle möglichen Lebensmittel mit Gentechnik und Hormonen in unseren Supermarktregalen haben könnten. Es gibt große Proteste dagegen, vor allem weil man befürchtet, dass die europäischen Standards auf USA-Niveau runtergedampft werden könnten. Und seien wir ehrlich, wenn die USA für eine Sache bekannt sind, dann nicht unbedingt für gesundes Essen. Was jedoch abseits von TTIP relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit passiert ist, ist das Handelsabkommen TISA, das gerade ebenfalls verhandelt wird. Und darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Und falls ihr dachtet, TTIP wäre schon ein dicker Hund, wartet bis ihr TISA kennenlernt. TISA ist die Abkürzung für Trade and Services Agreement oder auf Deutsch Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen. Verhandelt wird darüber seit Anfang 2012 und um eine Einschätzung zur Größenordnung zu geben, TTIP wird verhandelt zwischen den USA und der EU mit ihren 28 Mitgliedstaaten. TISA wird verhandelt zwischen den USA und der EU und 19 weiteren Wirtschaftsnationen wie Japan, Mexiko, Kanada, Norwegen, Schweiz und so weiter und so fort. Das ist die Größenordnung. Das ist TISA. Die teilnehmenden Staaten werden in internen Dokumenten übrigens als RGFs bezeichnet. RGF steht dabei für Really Good Friends, fast wie BFFs. Voll schön! TISA hat also weltweite Konsequenzen, okay? Und obwohl alle teilnehmenden Staaten Mitglieder der Welthandelsorganisation WTO sind, finden die Verhandlungen zu TISA außerhalb der Welthandelsorganisation statt, da man keinerlei Einsicht oder Einflussnahme seitens der Bevölkerung wünscht. Eine Bedingung der USA war sogar, dass von ihr gestellte Forderungen 5 Jahre lang geheim gehalten werden müssen, egal ob das Abkommen zustande kommt oder nicht. Bis jetzt wissen wir also erstmal nur, dass alles sehr geheim ist und die Öffentlichkeit so wenig wie möglich davon erfahren soll. Und hier kommt der Grund, weil es genau um sie geht. TISA ist ein Abkommen, das es zum Ziel hat, zentrale öffentliche Dienstleistungen wie etwa das Gesundheitswesen, die Energieversorgung und das Wasser für die Bevölkerung aus der öffentlichen Hand an die Industrie zu geben. Für immer. Warum für immer? Weil es im TISA-Abkommen einen rechtlichen Hebel namens Ratchet Clause gibt, der besagt, dass sobald ein staatliches Unternehmen, wie beispielsweise die Stadtwerke, von denen ihr euren Strom bezieht, von einem privaten Investor aufgekauft wurde, es nie wieder in staatliche Hand zurückgeführt werden kann. Es ist also ein Prozess, der nicht rückgängig zu machen ist. Es ist ein bisschen wie once you go black, you never go back, aber der Vergleich vergiss. Also. Was bedeutet das? Nun, folgendes Beispiel. Paris wollte 1985 ein bisschen Geld machen und hat seine Wasserversorgung an die Konzerne Veolia und Suez verkauft. Die Folge, der Wasserpreis stieg um 265% und jegliche Transparenz in der Geschäftsführung ging verloren. Das Ganze wurde so bunt, dass die Stadt 2010 alles wieder zurückkaufte und sich jetzt wieder selbst ums Wasser kümmert. In Portugal genau dasselbe. Auch dort kam es zu Wasserprivatisierungen, die dazu geführt haben, dass der Wasserpreis um über 400% gestiegen ist und die Qualität des Wassers dabei gleichzeitig so runtergegangen ist, dass man es teilweise nicht mal mehr als Trinkwasser gebrauchen kann. Folgendes Szenario also durch TISA. Ihr bezahlt mehrere 100% mehr für euer Wasser, das ihr dann erstmal abkochen müsst, damit ihr es überhaupt benutzen könnt. Ohne die Möglichkeit, irgendwas wieder davon rückgängig zu machen, weil der liberale, also freie Markt, leider nur so frei ist, dass die Konzerne das Sagen haben. Preis zu hoch? Fick dich, bezahl mich. Qualität zu schlecht? Nicht unser Problem. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass die Bürger ihre alten Stadtwerke zurückbekommen. Die vollständige Abhängigkeit von internationalen Konzernen. Das ist TISA. Im TISA-Abkommen geht es außerdem um eine Förderung der internationalen Leiharbeit. Es ist ziemlich schwer, darüber Details zu erfahren, aber hier ein Beispiel. Warum machen Mode-Billigketten Gewinn? Weil sie billig produzieren und davon viel billig verkaufen. Warum machen Mode-Luxusketten Gewinn? Weil sie billig produzieren und davon wenig teuer verkaufen. Bevor ihr jetzt sagt, fick dich, meine Gucci-Schuhe sind nicht billig, die sind made in Italy. Kleiner Newsflash. Italienische Luxusmarken lassen in Italien produzieren, aber von Chinesen. Sie holen chinesische Arbeiter nach Italien, wo sie zu denselben Kackbedingungen arbeiten wie in China, 14 Stunden täglich nähen und 70 Cent pro Shirt bekommen und am Ende dürfen sie Made in Italy draufschreiben und ihr feiert euch für euren krassen Luxus. Diese Praktik ist eigentlich illegal, wird aber dadurch umgangen, dass die beteiligten Subunternehmen ständig schließen, unter neuen Namen wieder aufmachen und all so ein juristischer Schmuck, ihr könnt es euch denken. Wenn laut TISA jetzt also die internationale Leiharbeit gefördert werden soll, ist es möglich, dass solche Praktiken nicht nur leichter werden, sondern auch viele andere Bereiche ausgedehnt werden können.
Ihr müsst zugeben, als Unternehmen ist es ziemlich nervig, wegen hoher Löhne seine Produktion ins Ausland zu verlagern, neue Maschinen zu kaufen, Fabriken aufzubauen, wenn man genauso gut die alten weiter benutzen kann und die billigen Arbeitskräfte einfach aus dem Ausland für ein paar Monate als Leiharbeiter zu China-Löhnen hier anstellt. Und das ist etwas anderes als traditionelle Einwanderung, bei der Menschen in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft kommen und sich langfristig etwas aufbauen wollen. Das ist legalisierter, globaler Menschenhandel. TTIP ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Ich habe nur das Gefühl, dass wir mit Reizworten wie Klonfleisch oder Chlorhühnchen so aufgeputscht sind, dass wir den dicken Hund im Hintergrund nicht kommen sehen. Es wissen jetzt ziemlich wenige über Teaser Bescheid, also würde ich mich freuen, wenn ihr mir dabei helft, es ein bisschen bekannter zu machen. Danke.